Kapitel 1 Familie. Mein Name ist Robinson. Ich komme aus England. Ich bin 18 Jahre alt. Mein Vater ist Deutscher, und meine Mutter ist Engländerin. Ich habe 2 Brüder und eine Schwester. Wir sind eine gute Familie. Mein Vater ist ein erfolgreicher Geschäftsmann, und wir haben Geld. Ich besuche eine gute Schule und habe ein gutes Leben. Aber ich habe einen Traum. Ich möchte reisen. Ich möchte die Welt sehen. Mein Vater ist ein guter Mann. Er will das Beste für mich. Aber mein Traum ist nicht sein Traum. Er ist nicht glücklich darüber. Die Situation ist schwierig. Es ist morgen. Mein Vater ist in seinem Zimmer. Er möchte mit mir sprechen. Ich gehe zu ihm. Mein Vater hat ein paar Fragen. Er möchte wissen, warum ich reisen will. Mein Vater sagt, Reisen ist gefährlich. Du könntest sterben. Ich denke darüber nach. Reisen ist gefährlich. Ich könnte sterben. Aber es ist auch sehr aufregend. Ich könnte neue Länder sehen. Ich könnte neue Menschen kennenlernen. Ich denke jeden Tag ans Reisen. Vielleicht kann mir meine Mutter helfen. Ich spreche mit meiner Mutter. Ich sage zu ihr, ich möchte reisen. Ich möchte die Welt sehen. Bitte sprich mit Vater. Vielleicht kann ich mit deiner Hilfe reisen. Meine Mutter liebt mich. Aber sie denkt auch, dass Reisen gefährlich ist. Sie glaubt, mein Platz ist zu Hause. Sie denkt, das Leben in England ist das Beste für mich. Ein Jahr später besuche ich eine große Stadt. Die Stadt heißt Hull. Ich treffe einen Freund. Der Vater meines Freundes hat ein Schiff. Sie reisen nach London. Mein Freund sagt, komm mit mir. Ich denke darüber nach. Ich bin nicht vorbereitet. Aber ich kann versuchen herauszufinden, ob das Reisen etwas für mich ist. Ich reise nach London. Ich bin sehr glücklich. Es ist meine erste lange Reise. Es ist sehr aufregend. Die erste Stunde verläuft gut. Aber dann bekommen wir Probleme. Wir sehen einen Sturm. Der Sturm ist groß. Der Wind ist stark. Das Schiff geht auf und ab. Ich bekomme Angst. Ich denke an mein Zuhause. Ich denke an mein bequemes Bett. Der Sturm ist am Morgen vorbei. Das Wetter ist schön und der Abend ist wunderbar. Alles ist ruhig. Ein Mann kommt zu mir. Wir sprechen miteinander. Wir sprechen über den Sturm. Ich spreche über meine Angst. Der Mann gibt mir etwas zu trinken. Ich trinke viel. Ich schlafe sehr gut in dieser Nacht. Am nächsten Tag vergesse ich mein Zuhause. Ich vergesse mein bequemes Bett. Ich träume mehr vom Reisen. Kapitel 2 Der Sturm. Am nächsten Tag fährt das Schiff langsam, weil der Wind nicht stark ist. Dann wird der Wind wieder stark. Wir segeln schnell. Ein neuer Sturm kommt. Dieser Sturm ist noch größer. Ich habe Angst. Auch die Männer haben Angst. Die Wellen sind sehr groß, wie Berge. Ich sehe andere Schiffe. Die Schiffe sehen aus wie kleine Spielsachen. Die Wellen spielen mit den Schiffen. Ich möchte wieder nach Hause. Der Sturm ist sehr stark. Die Männer beten zu Gott um Hilfe. Dann sieht ein Mann ein Loch im Schiff.
Es ist Wasser im Schiff. Die Situation ist ernst. Viele Männer gehen hinunter, um das Wasser abzupumpen. Ich habe große Angst. Ich kann mich nicht bewegen. Ein Mann kommt zu mir und sagt, geh hinunter und hilf mit. Also gehe ich hinunter und helfe beim Abpumpen des Wassers. Plötzlich höre ich einen Schuss. Es ist ein Signal von unserem Kapitän. Es bedeutet, dass wir ein großes Problem haben. Unser Schiff ist schwer beschädigt. Es ist voller Wasser. Wir arbeiten sehr hart. Wir pumpen das Wasser ab, aber das Loch ist groß. Immer mehr Wasser kommt ins Schiff. Das Wetter wird besser. Die Wellen werden kleiner. Aber das Schiff ist immer noch voller Wasser. Wir brauchen Hilfe. Wir sehen ein anderes Schiff vor uns. Die Männer auf diesem Schiff schicken uns ein kleines Boot. Die Männer im Boot kommen zu unserem Schiff und helfen uns. Wir steigen in ihr kleines Boot. 15 Minuten später sinkt unser großes Schiff. Wir sind sicher in dem kleinen Boot. Wir sehen Land. Wir rudern zum Land. Wir sehen Leute am Strand. Sie warten auf uns. Sie helfen uns. Sie geben uns etwas Geld. Wir können nach London oder Hull reisen. Ich entscheide mich, nach London zu fahren. Als ich in London bin, treffe ich einen Kapitän. Der Kapitän fährt nach Afrika. Ich denke, dass ich dort vielleicht etwas Geld verdienen kann. Der Kapitän erzählt mir von Geschäften in Afrika. Er erzählt mir, was ich in England kaufen soll und was die Menschen in Afrika brauchen. Die Reise nach Afrika verläuft sehr gut. Ich verdiene nach dieser Reise viel Geld. Ich bin glücklich. Ich möchte mehr reisen. Ich möchte mehr Geschäfte machen. Ich möchte lernen, wie man ein Schiff steuert. Der Kapitän bringt mir bei, wie ich das Schiff steuere. Ich fahre wieder nach Afrika. Die Reise beginnt gut. Aber bald haben wir große Probleme. Wir sehen ein Schiff. Es ist kein englisches Schiff. Es ist ein Piratenschiff. Die Piraten wollen unser Schiff übernehmen. Ihr Schiff ist schnell. Bald sind sie nah bei uns. Die Piraten greifen uns an. Viele Piraten kommen an Bord unseres Schiffes. Sie töten unsere Männer. Wir können nicht gewinnen. Wir geben den Kampf auf. Jetzt sind wir Gefangene. Kapitel 3 Frau. Ich bin jung und stark. Ich muss als Sklave arbeiten. Ich arbeite für den Kapitän auf dem Piratenschiff. Ich fühle mich sehr traurig. Mein Leben ist schlecht. Ich muss hart arbeiten. Ich arbeite jeden Tag. Ich arbeite im Haus. Ich arbeite im Garten. Der Kapitän sagt mir, was ich tun soll. Ich mag meine Arbeit nicht. Ich möchte meine Situation ändern. Ich möchte wieder frei sein. Eines Morgens treffe ich eine junge Frau. Sie arbeitet im Haus. Sie ist so schön. Sie ist auch Sklavin. Sie putzt das Haus. Ich spreche mit ihr. Sie spricht nicht meine Sprache. Aber ich fühle, dass sie mich versteht. Wenn sie mich sieht, wird sie glücklich. Und ich werde auch glücklich. Manchmal berührt sie mich. Aber es ist nur ein kurzer Moment. Sklaven dürfen nicht zusammen sein. Ich denke sehr oft an die junge Frau. Ich möchte sie jeden Tag sehen.
Aber sie ist nicht jeden Tag im Haus. Wenn ich an sie denke, fühle ich mich gut. Ich glaube, ich liebe diese Frau. Ich glaube, sie ist meine Freundin, und ich bin ihr Freund. Aber unsere Liebe ist kompliziert. Wir können nicht zusammenleben. Es ist sehr traurig. Manchmal fische ich mit dem Kapitän oder seinen Freunden. Ein Junge hilft uns. Wir benutzen ein kleines Boot, wenn wir fischen. Eines Morgens, als wir fischen, verirren wir uns. Der Nebel liegt um unser Boot. Wir sehen nichts. Wir können nicht nach Hause fahren. Am nächsten Tag ist der Nebel weg. Wir können nach Hause fahren. Als wir nach Hause kommen, sagt der Kapitän, benutze ein größeres Boot. Das größere Boot ist besser für lange Reisen. Eines Tages sagt der Kapitän zu mir, lade mehr Essen und Trinken auf das Boot. Nimm auch ein paar Waffen mit. Der Kapitän will mit seinen Freunden fischen. Ich mache das Boot bereit. Ich lade Essen und Waffen auf das Schiff. Aber die Freunde des Kapitäns wollen nicht fischen. Dann sagt der Kapitän zu mir, bereite das Boot für das normale Fischen morgen vor. Das ist meine Chance. Ich kann fliehen. Es gibt viel Essen und Waffen auf dem Boot. Ich bereite das Boot zum Fischen vor, aber ich lasse das Essen und die Waffen auf dem Boot. Morgen kann ich fliehen. Das ist mein Plan. Ich denke an die junge Frau. Ich möchte sie mitnehmen. Aber ich weiß nicht, wie ich das machen soll. Es ist nicht möglich, sie auf das Boot mitzunehmen. Ich bin traurig. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich möchte frei sein. Aber mein Herz will bei ihr sein. Es ist morgen. Ich treffe die junge Frau im Haus. Sie ist so schön. Ich sehe sie an. Sie weiß, dass etwas anders ist. Vielleicht versteht sie, dass dies unser letzter Moment zusammen ist. Sie schaut mir in die Augen. Sie berührt meine Hand. Ich glaube, sie versteht. Ihr Gesicht ist traurig. Mein Gesicht ist auch traurig. Sie lächelt mich an. Dann geht sie weg. Dies ist unser letzter Moment zusammen. Kapitel 4. Der Löwe. Eine Stunde später sind wir bereit. Der Junge und ich gehen zum Boot, und ein Mann kommt mit uns. Er ist unser Chef für den Tag. Bald segeln wir weit vom Land weg, aber wir fangen keinen Fisch. Dann entscheidet der Chef, dass wir noch weiter hinausfahren müssen, um unser Glück dort zu versuchen. Irgendwann geht der Chef nach vorne an die Spitze des Bootes. Ich sehe meine Chance und stoße ihn schnell ins Meer. Er versucht zurückzuschwimmen, aber ich nehme eine Pistole. Als er die Pistole sieht, schwimmt er weg. Als der Chef weit genug weg ist, schaue ich den Jungen an, um zu sehen, ob er auf meiner Seite ist. Ich sehe, dass er mich unterstützt. Nach 2 Jahren als Sklave bin ich endlich frei. Wir segeln schnell mit gutem Wind, und am nächsten Tag sind wir weit weg vom Piratenland. Aber wir halten nicht an, wir segeln weiter. Nach 6 Tagen müssen wir anhalten. Wir brauchen Frischwasser. Wir warten bis zur Nacht, bevor wir ans Land fahren. Als wir uns nähern, hören wir beängstigende Geräusche. Der Junge hat Angst und will nicht weitermachen. Wir bleiben auf dem Boot, aber wir können nicht schlafen. Einige Tiere kommen zum Wasser, um zu trinken und sich zu waschen. Sie machen schreckliche Geräusche, und der Junge hat große Angst.
Plötzlich hören wir, dass eines der Tiere auf uns zuschwimmt. Der Junge will fliehen, aber ich bin entschlossen zu bleiben. Ich nehme eine Pistole und schieße auf das Tier. Es dreht sich um und schwimmt zurück ans Land. Die anderen Tiere hören den Schuss und ziehen sich zurück. Wir bleiben auf dem Boot. Am Morgen essen wir Brot zum Frühstück. Der Junge will an Land gehen, also nehmen wir Waffen und große Flaschen mit, um Wasser zu holen. Ich gehe nicht weit vom Boot weg, um es im Auge zu behalten, während der Junge alleine weitergeht. Eine Weile später kommt der Junge zurückgelaufen. Zuerst denke ich, dass ein gefährliches Tier ihn jagt, aber dann sehe ich, dass er ein Tier in der Hand hält. Es ist ein Huhn. Er ist sehr glücklich, und ich auch. Wir haben gutes Fleisch und Frischwasser. Wir haben keine gefährlichen Tiere gesehen. Ich weiß nicht genau, wo wir sind, aber ich denke, wir sind in der Nähe von Afrika, in einem Gebiet ohne Menschen. Wir sehen keine Menschen, wir hören nur Tiere. Eines Tages, während wir Frischwasser holen, sehen wir einen Löwen, der am Strand schläft. Er ist riesig, nur 20 Meter von uns entfernt. Der Junge hat große Angst. Plötzlich wacht der Löwe auf und sieht uns. Er rennt auf uns zu, und wir haben wenig Zeit. Ich muss den Löwen erschießen. Ich habe 3 Pistolen. Die erste Kugel trifft sein Bein. Die zweite Kugel trifft seinen Kopf. Die dritte tötet das Tier. Wir können das Fleisch nicht essen, weil es nicht gut ist. Aber wir nehmen die Haut mit. Wir legen die Haut auf das Boot, und sie trocknet bald. Kapitel 5 Das Schiff. Wir setzen unsere Reise fort und halten nur an, wenn wir Frischwasser brauchen. Bald sehen wir, dass Menschen an Land leben. Eines Tages sehen wir eine große Gruppe Menschen am Strand. Sie haben viele Kinder bei sich und schauen uns an. Ich möchte anhalten und zu ihnen gehen, aber der Junge mag diese Idee nicht. Er hat Angst. Die Menschen wollen uns Essen geben. 2 von ihnen laufen in den Wald und kommen mit etwas Essen zurück. Wir wollen nicht an Land gehen, und sie wollen nicht zu uns herausschwimmen. Wir wissen nicht, wie wir das Essen annehmen sollen. Die Menschen verstehen das und legen das Essen auf den Boden, bevor sie sich zurückziehen. Als sie weit weg sind, gehen wir an Land, um das Essen zu holen. Jetzt haben wir keine Angst mehr vor den Menschen. Sie kommen auf uns zu, und wir danken ihnen. Aber wir haben nichts, was wir ihnen zurückgeben könnten. Plötzlich sehen wir 2 Tiere, die von einem Hügel herabrennen. Die Menschen haben Angst. Eines der Tiere greift ein junges Mädchen an. Ich schieße auf das Tier und töte es. Das andere Tier wird erschreckt und läuft weg. Die Menschen sind schockiert, als sie den Schuss hören und sehen, dass das Tier tot ist. Aber sie sind sehr froh, dass das Mädchen überlebt hat. Sie danken uns und geben uns noch mehr Essen und Wasser. Jetzt haben wir reichlich Vorräte auf dem Boot. Wir setzen die Reise fort. Am nächsten Tag sehen wir einige Inseln. Ich denke, dass wir die Inseln besuchen könnten, aber genau in dem Moment beginnt der Junge zu schreien. Er sieht ein Schiff in der Ferne. Der Junge hat große Angst. Er glaubt, es sei ein Piratenschiff. Aber ich sehe genauer hin und erkenne, dass es ein portugiesisches Schiff ist. Niemand auf dem Schiff hat uns bemerkt, also schieße ich mit einer Pistole, um Aufmerksamkeit zu erregen. Sie hören den Schuss und sehen uns.
Bald sind wir an Bord des portugiesischen Schiffes. Sie sprechen Portugiesisch, Spanisch und Französisch, aber ich verstehe sie nicht. Zum Glück ist ein schottischer Seemann an Bord, der mit mir spricht. Ich erzähle ihm unsere Geschichte, und danach sind alle sehr freundlich zu uns. Wir dürfen auf dem Schiff mitfahren, und wir sind sehr glücklich. Wir bieten dem Kapitän unser Boot an, aber er will es nicht ohne Bezahlung nehmen. Er will für das Boot bezahlen, was sehr nett ist. Ich mache ihm ein gutes Angebot, die Hälfte des normalen Preises für das Boot. Der Kapitän ist einverstanden. Der Kapitän sagt auch, dass er den Jungen zum Seemann ausbilden will. Ich mag diese Idee nicht. Ich denke, der Junge ist zu jung für ein solches Leben. Ich glaube, dass auch er Freiheit verdient. Aber der Kapitän denkt, dass es eine gute Gelegenheit für den Jungen ist. Kapitel 6 Die Frau. Der Junge will für den Kapitän arbeiten, also fängt er als Seemann an. Das Schiff ist auf dem Weg nach Brasilien, und nach 20 Tagen kommen wir an. Ich verabschiede mich von dem Jungen und den Seeleuten. Brasilien ist ein neuer Staat in Südamerika, und viele Menschen beginnen hier ein neues Leben, das gilt auch für mich. Ich kenne hier niemanden, aber bald treffe ich einige Leute, die Zuckerplantagen betreiben, und wir werden gute Freunde. Ich mag Brasilien sehr. Bald lerne ich die Sprache, und mit dem Geld, das ich vom Kapitän bekommen habe, kaufe ich ein kleines Stück Land. Ich beginne Zucker zu produzieren. Am Anfang ist die Produktion klein, aber nach 2 Jahren habe ich eine große Plantage. Ich bin immer noch ledig, aber mein Leben ist gut. Meine finanzielle Lage verbessert sich jeden Monat. Nach 3 Jahren in Brasilien habe ich genug Geld, um eine Frau zu haben, die mir bei der Hausarbeit hilft. Ich frage meine Freunde, ob sie jemanden kennen. Ein Freund sagt, ich habe eine Tochter. Sie ist 18 Jahre alt, und ich glaube, sie kann für dich arbeiten. Sie ist auch eine sehr gute Köchin. Am nächsten Tag kommt die Tochter zu meinem Haus. Sie ist freundlich, aber ein wenig schüchtern, und sie ist sehr hübsch. Wir sprechen miteinander, und ich erzähle ihr, wobei ich Hilfe brauche. Am nächsten Tag kommt sie zurück und beginnt den Boden und die Möbel zu reinigen. Sie kommt jeden Montag und Donnerstagmorgen zu mir nach Hause. Sie arbeitet 4 Stunden, kocht für mich und füttert auch meine Katze. Ich freue mich immer, wenn ich sie sehe. Manchmal frühstücken oder essen wir zusammen zu Mittag und sprechen. Dann wird sie krank und kann nicht zu mir nach Hause kommen. Ich fühle ein seltsames Gefühl, wenn sie nicht da ist. Ich vermisse sie, und ich denke, vielleicht liebe ich sie. Eine Woche später ist sie zurück, und ich freue mich sehr, sie zu sehen. Ich sehe, dass sie sich auch freut, mich zu sehen. Ich umarme sie, und dann küsse ich sie. Es ist ein langer Kuss. 2 Wochen später gehe ich zum Haus ihres Vaters, um zu fragen, ob ich seine Tochter heiraten darf. Er ist eine Weile still, und ich warte auf seine Antwort. Dann sagt er, ich stimme zu, ich bin sehr glücklich. 2 Monate später heirate ich die Tochter meines Freundes. Wir beginnen, eine Familie zu planen, und dieser Teil meines Lebens ist wunderbar. Wir haben große Pläne für unsere Familie und die Plantage. Wir brauchen ein größeres Haus und mehr Geld, um es zu bauen. Ich beginne, über Geschäfte in Afrika nachzudenken. Ich kann dort schnell viel Geld verdienen. Ich spreche oft mit meinen Freunden über Afrika, und ich sage ihnen,
dass wir dort viel Geld verdienen können. Kapitel 7 Der Hurrikan. Eines Tages kommen 3 Freunde zu uns nach Hause. Sie erzählen mir, dass sie nach Afrika reisen wollen und fragen, ob ich mitkommen will. Ich sage, ja, ich will mit euch kommen. Wir beginnen, die Reise vorzubereiten, und bald sind wir bereit. Ich verabschiede mich von meiner Frau, und wir gehen. Wir verlassen Brasilien im September. Unser Schiff ist sehr groß, aber wir sind nur 17 Männer an Bord. Das Schiff ist voll mit Waren zum Handeln. Das Wetter ist gut, aber zu Beginn sehr heiß. Eine Woche später sehen wir einen Orkan. Der Orkan ist sehr stark, und unser Schiff ist in Gefahr. Der Orkan dauert 3 Tage. Als der Orkan vorbei ist, haben wir ein Problem, das Schiff ist beschädigt. Wir können nicht nach Afrika segeln. Der Kapitän will zurückfahren und das Schiff reparieren. Ich will nicht zurückfahren. Wir diskutieren und überlegen uns die beste Lösung. Am Abend kommt ein neuer Orkan. Der Wind ist stark, und die Wellen sind hoch. Dann ruft ein Mann, Land, als der Mann Land ruft, stoppt das Schiff. Das Meer ist zu seicht, was schlecht für das beschädigte Schiff ist. Das Schiff könnte jeden Moment auseinanderbrechen. Wir müssen in ein kleineres Boot steigen. Das ist gefährlich, weil das Boot zu klein für 17 Männer ist, aber wir müssen es tun, um zu überleben. Die Wellen sind groß, und der Wind ist stark. Der Wind treibt uns auf große Felsen zu. Wir wissen, dass ein Zusammenstoß nahe ist. Dann kommt eine große Welle und kippt das Boot um. Ich bin unter Wasser und kann nicht atmen. Ich sehe weder die anderen Männer noch das Boot. Plötzlich ist mein Kopf über Wasser. Es ist nur ein kurzer Moment, aber ich kann atmen. Ich sehe einen kleinen Strand zwischen den Felsen. Eine große Welle treibt mich auf den Strand zu. Ich bin noch im Wasser, aber ich fühle den Boden unter meinen Füßen. Ich weiß, dass ich aufstehen und aus dem Wasser herauskommen muss. Die nächste Welle könnte mich zurück ins Meer ziehen. Aber mein Körper ist schwach, und ich kann nicht schnell aufstehen. Die nächste Welle kommt und ich bin wieder unter Wasser. Ich kann nicht atmen, aber eine andere Welle treibt mich zurück zum Strand. Ich bin immer noch im Wasser, aber ich schaffe es, aufzustehen und 10 Meter zu gehen. Ich bin auf dem Sand. Ich bin in Sicherheit, aber meine Arme und Beine sind sehr schwach. Ich falle zusammen und bleibe am Strand liegen. Nach einer Weile stehe ich auf und suche nach den anderen Männern, aber ich finde niemanden. Ich bin der einzige Überlebende. Alle meine Freunde sind tot. Ich finde nur 3 Hüte und 2 Schuhe am Strand. Es ist schrecklich für mich. Kapitel 8 Die Insel. Das Wetter ist immer noch sehr schlecht, aber die Wellen sind nicht so groß. Ich sehe das Schiff weit von Land entfernt. Ich schaue mich um und merke, dass ich nichts habe. Ich bin nass, habe keine Ersatzkleidung, nichts zu essen oder zu trinken, und keine Pistole. Gefährliche Tiere könnten mich fressen. Ich habe nur ein kleines Messer, das ich in meiner Tasche finde. Wie kann ich nur mit einem kleinen Messer überleben? Ich brauche frisches Wasser und finde einen kleinen Fluss. Ich trinke das Wasser. Die Nacht kommt, und ich habe Angst vor gefährlichen Tieren. Ich kann nicht auf dem Boden schlafen, also verbringe ich die Nacht in einem großen Baum. Am nächsten Morgen wache ich auf und sehe, dass das Meer ruhig ist. Das Schiff ist immer noch sichtbar.
Ich schwimme zum Schiff, aber finde keinen Weg hinein. Ich schwimme zweimal um das Schiff, bevor ich ein Seil finde. Jetzt bin ich an Bord. Das Schiff ist leer. Ich suche nach Essen und habe Glück, etwas von dem Essen ist trocken. Ich finde auch eine Flasche Rum. Plötzlich höre ich etwas. Jemand ist auf dem Schiff. Könnte es einer meiner Freunde sein? Aber das ist unmöglich, sie sind alle tot. Ich habe Angst. Ich gehe dorthin, wo ich die Geräusche höre, und sehe, dass es ein Hund ist, der Hund des Kapitäns. Jetzt habe ich einen Freund und bin nicht mehr allein. Ich muss das Essen, den Rum und den Hund zum Strand bringen, aber ich habe kein kleines Boot. Ich muss ein Floß bauen. Ich finde einige Bretter und baue ein Floß. Ich brauche auch Kleidung, also suche ich danach. Während ich nach Kleidung suche, finde ich eine schöne Decke und 4 Pistolen sowie eine Kiste mit Schießpulver. Ich lege alles auf das Floß. Das Meer ist ruhig, und der Wind weht in Richtung Land, alles sieht gut aus. Bald bin ich wieder am Strand. Ich suche nach einem Ort, an dem ich wohnen kann. Ich sehe einen Hügel. Von dem Hügel aus kann ich sehen, wo ich bin. Ich nehme eine Pistole und gehe auf die Spitze des Hügels. Ich sehe das Meer rundherum. Ich bin auf einer Insel. Ich sehe 2 kleine Inseln in der Nähe, eine im Norden und eine im Westen. Ich sehe auch ein großes Landgebiet im Süden, etwa 100 Kilometer entfernt. Im Osten sehe ich nichts, nur das Meer. Ich sehe keine Menschen auf der Insel, nur wilde Tiere. Kapitel 9. Das Zelt. Auf dem Weg zurück vom Hügel sehe ich viele Vögel, aber ich kenne ihre Namen nicht. Ich weiß nicht, ob ich sie essen kann. Ich töte einen Vogel, aber das Fleisch ist nicht gut. Ich gehe zurück zum Floß. Am nächsten Tag will ich zurück zum Schiff. Ich will alle wichtigen Dinge zur Insel bringen, bevor der nächste Sturm das Schiff völlig zerstören kann. Ich baue ein kleines Zelt in der Nähe des Strandes. Ich bringe die Dinge, die durch den Regen zerstört werden könnten, ins Zelt. Die Nacht kommt. Ich lege mich auf den Boden mit 2 Pistolen an meiner linken Schulter und 2 Pistolen an meiner rechten Schulter. Jetzt fühle ich mich sicher. Ich bin müde, also schlafe ich schnell ein. Am nächsten Tag schwimme ich zurück zum Schiff und baue ein neues Floß. Ich lade viele Dinge auf das Floß und bin froh, als ich 7 neue Pistolen und einige Betten finde. Ich bringe alles zum Strand. Jeden Tag gehe ich zum Schiff und hole viele nützliche Dinge. Zum Beispiel finde ich viele Kerzen, die ich auf der Insel brauche. Ich finde auch 2 große Kisten mit Tee. Ich besuche das Schiff viele Male. Eines Tages entdecke ich eine verschlossene Kiste. Unter der Kiste finde ich einen Schlüssel. Als ich die Kiste öffne, finde ich Geld aus Europa und Brasilien. Geld ist auf der Insel nicht wichtig, aber ich nehme es trotzdem mit. Ich finde auch Karten mit Bildern von König und Königin, damit ich Spiele spielen und ein wenig Spaß haben kann. Am nächsten Tag sind große dunkle Wolken am Himmel. Sie werden größer, und der Wind wird stärker. Ich besuche das Schiff, aber baue kein Floß, weil der Sturm sich nähert. Flüsse können in einem Sturm leicht zerbrechen. Ich schwimme zurück zum Strand. Der Wind ist in der Nacht sehr stark, aber ich bin sicher in meinem Zelt. Am nächsten Morgen ist das Schiff weg. Ich verstehe, dass ich lange auf der Insel bleiben könnte. Ich will einen schönen Platz zum Wohnen schaffen,
und ich brauche auch einen sicheren Ort. Ich kann nach einer Höhle suchen oder ein größeres Zelt bauen. Vielleicht kann ich beides tun. Ich brauche einen Platz in der Nähe von Frischwasser, im Schatten, der leicht zu schützen ist und einen Blick auf das Meer hat. Ich will die Schiffe sehen. Ich finde einen schönen Platz neben einem großen Hügel. Ich baue mein Zelt dort auf. Der Hügel schützt mich auf der einen Seite, und ich baue einen Zaun um die anderen Seiten. Der Zaun hat keine Tür, also benutze ich eine Leiter, um darüber zu klettern. Ich bringe alle meine Sachen ins Zelt. Ich baue 2 Zelte. Das eine Zelt ist groß, und das andere ist klein. Das kleine Zelt ist im großen Zelt. Das große Zelt schützt das Pulver und das Essen vor dem Regen, während ich im kleinen Zelt wohne. Kapitel 10 Kalender. Als die Zelte fertig sind, beginne ich, eine Höhle am Fuß des Hügels zu bauen. Ich möchte die Höhle zur Lagerung von Lebensmitteln nutzen. Ich trage Steine und Erde von der Höhle zum Zaun und baue eine Terrasse auf der Innenseite des Zauns. Ich arbeite immer noch an der Höhle, als eines Tages ein Sturm aufzieht. Ich sehe Blitze und denke, dass der Blitz die Kisten mit Pulver treffen könnte. Die Explosion könnte alles zerstören, und sie könnte mich töten. Ich habe Angst und muss etwas dagegen tun. Nach dem Sturm öffne ich die Kisten mit dem Pulver. Ich verteile das Pulver in kleinere Kisten und Beutel und verstecke sie im Berg. Ich habe so viel Pulver, dass es 3 Tage dauert, alles zu verstecken. Ich jage auch jeden Tag. Es ist eine Pause von der harten Arbeit, und ich brauche Fleisch. Während ich jage, lerne ich die Insel besser kennen. Ich entdecke einige Ziegen und jage sie. Jetzt habe ich genug Fleisch. Manchmal bin ich traurig. Ich denke an meine Frau und vermisse sie. Ich denke an meine Freunde in Brasilien und an meine Eltern. Ich weiß, dass Seereisen dein Leben völlig verändern können. Reisen kann wunderbar, aber auch schrecklich sein. Ich weiß, dass meine Freunde vom Schiff tot sind und dass ich der einzige Überlebende bin. Ich habe Glück. Ich habe auch Glück, weil ich Essen, Waffen und Kleidung habe. Ohne diese Dinge hätte ich nicht überlebt. Ich entscheide mich, ein großes Kreuz zu machen. Ich stelle das Kreuz am Strand auf und schreibe das Datum meines ersten Tages auf der Insel darauf. Das Kreuz wird mein Kalender. Jeden Tag mache ich eine kleine Kerbe ins Kreuz, und jeden Sonntag mache ich eine längere Kerbe, um das Ende der Woche zu markieren. Der letzte Tag in jedem Monat wird auch mit einer langen Kerbe markiert. Eines Tages beginne ich, über meine Situation nachzudenken, und bekomme negative Gedanken. Das ist nicht gut, also entscheide ich mich, sowohl die guten als auch die schlechten Dinge aufzuschreiben. Zuerst schreibe ich die schlechten Dinge auf: Ich bin allein auf der Insel, ich habe niemanden zum Reden, und ich habe wenig Hoffnung, England wiederzusehen. Aber ich bin am Leben, ich bin sicher, und ich habe meine Freiheit. Ich habe genug zu essen. Das sind positive Dinge. Ich habe keine guten Kleider, aber ich brauche auch nicht viele Kleider auf dieser Insel. Ich habe meinen Hund, der einige Worte versteht. Er versteht, wenn ich sage, setz dich. Komm hier. Bring es. Nicht springen. Mach das nicht. Ich sehe, dass meine Situation nicht perfekt ist, aber ich habe auch einige gute Dinge im Leben. Ich muss mich auf die positiven Dinge konzentrieren.
Ich verbessere weiterhin meinen Platz und mache die Höhle größer. Ich habe Platz für viele Dinge in der Höhle, und ich bin zufrieden, weil mein Leben jetzt gut organisiert ist. Kapitel 11. Das Buch. Ich muss einige Möbel bauen. Ich brauche einen Stuhl und einen Tisch. Ich benutze Holz von den Flößen und dem Schiff. Es dauert 5 Tage, sie zu bauen. Danach baue ich weitere Möbel für die Höhle. Ich lege auch meine Kleidung und Waffen in die Höhle. Ich bin sehr glücklich, als meine Arbeit fertig ist. Die Höhle ist jetzt komfortabel, und alles ist gut organisiert. Ich kann leicht finden, was ich brauche. Ich entscheide mich, ein Buch über mein Leben auf der Insel zu schreiben. Ich beschreibe meine Tage im Buch und beginne mit meinem ersten Tag auf der Insel. Ich schreibe alles auf, woran ich mich erinnere. Ich schreibe auch auf, was ich denke. Es tut gut, meine Gedanken auf Papier zu bringen. Als ich anfange, schreibe ich jeden Tag eine Seite. Aber wenn ich zur Gegenwart komme, schreibe ich nur eine Seite pro Woche, nur wichtige Dinge. Nach einiger Zeit auf der Insel ist mein Leben gut organisiert, aber es ist nie langweilig. Ich habe immer etwas zu tun. Jeden Morgen gehe ich über die Insel. Dann arbeite ich und esse zu Mittag um die Mittagszeit. Dann mache ich ein kurzes Nickerchen. Danach setze ich meine Arbeit fort. Am Abend entspanne ich mich oder schreibe in mein Buch. Ich mache die Höhle größer und größer. Ich will eine große Höhle haben. Die Höhle ist meine Küche, mein Wohnzimmer und manchmal mein Schlafzimmer. Als die Höhle fertig ist, fällt viel Erde von einer Seite. Ich bin nicht in der Höhle, als es passiert. Wäre ich dort gewesen, hätte ich sterben können. Ich räume die Höhle auf und beschließe, lange Bretter an den Seiten und oben anzubringen, um zu verhindern, dass es wieder passiert. Diese Arbeit dauert eine Woche. Im Dezember setze ich die Arbeit im Lager fort. Das Wetter ist nicht gut, es regnet jeden Tag. Aber es ist immer noch warm, also arbeite ich drinnen. Es wird auf der Insel nie kalt, und das ist gut für mich. Ende Dezember töte ich eine Ziege und verletze eine andere. Die zweite Ziege hat ein gebrochenes Bein und kann nicht laufen. Ich nehme die Ziege mit nach Hause und helfe ihr. Nach 2 Wochen hat die Ziege keine Angst mehr vor mir. Sie frisst aus meiner Hand. Im Januar reise ich über die Insel und finde mehrere Ziegen in der Mitte der Insel. Die Tiere sind sehr scheu, also ist es schwierig, ihnen nahe zu kommen. Ich will einige Ziegen zähmen, aber ich brauche eine gute Gelegenheit dafür. Ich habe einen Plan. Am nächsten Tag komme ich mit meinem Hund zurück. Ich glaube, der Hund kann mir bei der Jagd helfen. Ich sage zu meinem Hund, setz dich. Warte. Beweg dich nicht. Dann gehe ich um die Ziegen herum, aber mit Abstand. Kapitel 12. Getreide. Als die Ziegen zwischen mir und meinem Hund sind, verstecke ich mich hinter einem Baum. Ich rufe den Hund, komm hier. Der Hund läuft zu mir, und die Ziegen auch. Ich warte hinter dem Baum und springe hervor, wenn eine Ziege nah ist, und greife ihr Bein. Ich halte das rechte Bein fest, aber dann tritt die Ziege mich mit dem linken Bein in die Nase. Der Schmerz ist schrecklich, und ich lasse los. Die Ziege rennt weg. Wir sind nicht erfolgreich, und das ist nicht die beste Methode, eine Ziege zu fangen. Wir müssen eine bessere Methode finden. Ich sage zu meinem Hund, lass uns nach Hause gehen.
Ich muss mich ausruhen. Ich arbeite von Januar bis März an meinem Zaun. Es dauert lange, weil ich will, dass der Zaun sehr stark ist. In dieser Zeit finde ich große Vögel auf der Insel. Sie leben nicht in den Bäumen, sondern in Löchern zwischen den Felsen. Es ist leicht, sie zu fangen. Ihr Fleisch ist gut, und ich kann auch ihre Eier zubereiten und essen. Während ich am Zaun arbeite, finde ich einen kleinen Beutel. Ich erinnere mich, dass Korn in dem Beutel war, aber jetzt sind nur noch ein paar Blätter drin. Ich nehme den Beutel aus dem Lager und leere ihn, weil ich den Beutel für Pulver brauche. Das passiert, bevor der Regen kommt. Einen Monat später sehe ich einige grüne Blätter an der Stelle. Es ist junges Korn. Ich bin sehr glücklich. Das Korn wächst in der Nähe meines Hauses. Es ist fantastisch, jetzt kann ich in der Zukunft Brot backen. Etwas passiert im März. Ich bin in der Höhle, als Erdklumpen von der Decke fallen. Ich bekomme Angst, weil das Erdbeben meine Höhle zerstören könnte. Ich renne hinaus und sehe, dass der Boden zu beben beginnt. Es ist ein Erdbeben. Ich bin schockiert und habe Angst. Große Felsen fallen vom Hügel, aber zum Glück treffen sie nicht mein Zelt. Das Erdbeben hört bald auf, aber ich wage es nicht, wieder in die Höhle zu gehen. Ich setze mich vor das Zelt. Ich denke, es ist vielleicht gefährlich, in der Höhle zu schlafen. Was, wenn ein weiteres Erdbeben kommt? Aber ich will auch nicht im Zelt schlafen, also entscheide ich mich, ein Haus zu bauen. Ich beginne im April mit dem Hausbau, und es dauert 3 Monate, bis es fertig ist. Ich bin zufrieden mit meinem neuen Zuhause. In der letzten Juliwoche werde ich krank. Ich habe Fieber und kann nicht aus dem Bett aufstehen. Ich bin sehr schwach. Ich kann in diesem Zustand nichts tun. Ich habe seltsame Träume, die nicht logisch sind, aber sie fühlen sich für mich real an, wenn ich sie habe. Kapitel 13 Der Traum. Einer meiner Träume ist völlig verrückt. Ich bin in einem Pub, und der Pub ist auf meiner Insel. Ich will etwas rumtrinken, aber die Kellnerin ist sehr faul. Sie sitzt an der Bar und tut nichts. Ich mag keine faulen Leute, und ich werde wütend, aber ich warte. Dann kommt meine Frau in den Pub und gibt mir ein Papier mit einer Nachricht von ihrem Vater. Er schreibt, dass ich nach Hause kommen und auf den Plantagen arbeiten muss. Aber ich will nicht nach Hause gehen. Ich gehe in die Küche des Pubs, und dort ist meine Mutter. Sie brät Steak und kocht Suppe. Ich probiere die Suppe, und sie schmeckt fantastisch. Dann kommen 2 Engländer in den Pub. Sie wollen Pulver verkaufen. Der eine Mann sieht aus wie ein Gentleman, aber der andere Mann ist schrecklich. Ich sage zu dem schrecklichen Mann, es tut mir leid, aber ich brauche dein Pulver nicht. Ich habe viel Pulver in meinem Lager. Der schreckliche Mann sagt, du musst unser Pulver kaufen. Wir sind aus London gereist und wollen Geschäfte machen. Ich antworte, danke, aber ich brauche dein Pulver nicht. Der schreckliche Mann wird sehr wütend. Unser Gespräch verläuft schlecht. Er sagt böse Dinge über mich, und ich sage böse Dinge über ihn. Das Gespräch erreicht einen Punkt, an dem er mich töten will. Er zieht seine Pistole, und ich beginne zu rennen. Er schießt auf mich, und dann wache ich auf. Eine Woche später fühle ich mich besser, aber ich muss mich noch ausruhen und viel schlafen. Im August bin ich wieder ganz gesund, aber ich fühle mich noch etwas schwach.
Ich brauche körperliche Aktivität, also gehe ich 10 Tage lang über die Insel. Ich fühle mich nach diesen Spaziergängen besser. Als ich stark genug bin, entscheide ich mich, die ganze Insel zu erkunden. Ich finde einen neuen interessanten Teil der Insel, ein Tal mit einem See, das in der Mitte der Insel liegt. Ich finde hier auch Melonen. Sie sehen aus wie große Bälle und sind sehr süß. Ich finde auch Äpfel, Orangen und Zitronen. Ich will die Früchte mit nach Hause nehmen, aber ich brauche einen großen Sack, und ich habe keinen Sack dabei. Ich sammle die Früchte und lege sie an einem Ort ab. Dann gehe ich zurück zu meiner Höhle, um einen großen Sack für die Früchte zu holen. Ich mag das Fruchttal sehr. Die Natur ist hier wunderschön. Ich denke, vielleicht kann ich hier hinziehen. Aber der Strand ist weit weg. Ich muss in der Nähe des Strandes bleiben, weil ich ein Schiff sehen muss, das mich retten kann. Kapitel 14 Das Haus. Ich ziehe nicht ins Fruchttal, aber ich entscheide mich, dort ein Haus zu bauen. Ich besuche das Tal oft, und nach baue ich ein kleines Haus. Ich baue einen doppelten Zaun um das Haus. Das Haus ist wie eine Festung geschützt. Wieder benutze ich eine Leiter, wenn ich hineingehen will. Drinnen habe ich eine Treppe in einer Ecke des Zauns. Ich benutze die Treppe, um hinauszugehen. Die Leiter benutze ich, um hineinzugehen. Diese Arbeit dauert den ganzen August und den Anfang September, aber ich mag es sehr. Das Fruchttal gibt mir so viel Energie, und ich fühle mich gesund und stark hier. Manchmal, wenn ich nachts im Tal bin, schaue ich den Mond und die Sterne an. Ich denke an meine Frau und meine Familie in England. Ich weiß, dass sie denselben Mond und dieselben Sterne sehen, aber wir können nicht zusammen sein. Ich denke oft an meine Familie und wünsche ihnen alles Gute. Ich denke auch an all die Menschen, die den Mond sehen, und an die Orte, wo sie leben. Ich fühle eine Art Verbindung zu ihnen. Manchmal fühle ich mich mit dem ganzen Universum verbunden. Ich denke auch an Gott und habe Fragen an ihn. Ich frage Gott, warum bin ich auf dieser Insel? Warum lebe ich noch, während meine Freunde tot sind? Ich habe keine Antworten auf diese Fragen, aber ich vertraue Gott und glaube, dass er weiß, was er tut. Jetzt beginnt die Regenzeit und sie dauert bis Mitte Oktober. Dies ist mein erstes Jahr auf der Insel. Als der Regen aufhört, gehe ich zurück zum Haus im Tal und sehe, dass der Zaun völlig grün ist. Neue Blätter wachsen überall. Das ist nicht nur schön, sondern auch nützlich, weil es jetzt schwer ist, das Haus zu sehen. Die Blätter spenden Schatten, und es ist sehr angenehm, hier zu sein. Ich will auch einen Zaun aus demselben Baumtyp um mein erstes Haus bauen. Nach der Regenzeit pflanze ich Korn in die Erde. Ich habe ein schlechtes Gefühl, dass etwas schiefgehen könnte. Also benutze ich nur die Hälfte des Korns. Das war eine gute Idee, denn nichts wächst. Ich pflanze die andere Hälfte des Korns vor der nächsten Regenzeit. Diesmal wächst das Korn, und jetzt habe ich einen kleinen Bauernhof auf der Insel. Ich sehe, dass die Jahreszeiten auf der Insel anders sind als in England. Hier gibt es keinen Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Wir haben 2 Regenzeiten und 2 Trockenzeiten. Mit dieser Information kann ich jetzt planen, wann ich das Korn säen soll. Kapitel 15 Die Kurve. Ich mache längere und längere Ausflüge auf der Insel, und ich brauche einen Korb für diese Ausflüge.
Mit einem Korb kann ich mehr Essen und Obst aus dem Fruchtteil tragen. Ich schneide Äste von dem Baum, den ich für meine Zäune verwende, und mache einen Korb daraus. Als der Korb fertig ist, entscheide ich mich, eine lange Wanderung um die Insel zu machen. Ich gehe durch das Fruchttal, und nach dem Tal finde ich einige Ebenen mit viel Gras. Die Ebene ist sehr flach. Es gibt viele Blumen auf den Ebenen, und sie duften sehr gut. Viele Insekten fliegen um die Blumen, und ich sehe große Schmetterlinge. Die Flügel der Schmetterlinge sind 10 cm breit. Ich sehe auch kleine Bäume um die Ebenen herum und finde Nüsse an diesen Bäumen. Diese Nüsse sind anders als die Nüsse in England. Sie haben eine andere Form und sind süßer als die englischen Nüsse. Ich entdecke auch einige neue Tiere auf dieser Seite der Insel. Hier leben Wildkatzen, und ich sehe viele Papageien und andere interessante Vögel. Ich fange einen Papagei und nehme ihn mit. Sein Körper hat viele Farben rot, grün, orange, blau, rosa und gelb. Dieser Teil der Insel ist sehr schön und hat mehr Nahrung, aber ich will nicht hierher ziehen. Mein Hund fängt auf dem Rückweg eine junge Ziege. Ich rette die Ziege und nehme sie mit. Ich will Ziegen halten, und jetzt habe ich eine neue Chance. Ich lasse die Ziege in meinem Haus im Tal, während ich einen Platz für sie in meinem ersten Zuhause vorbereite. Ich bin sehr müde nach der Wanderung, also ruhe ich mich den ganzen Tag aus. Ich baue einen Käfig für den Papagei und bringe die Ziege nach Hause. Die Ziege beginnt sich zu beruhigen. Ich mache eine Karte von der ganzen Insel und füge die neuen Orte hinzu, die ich gefunden habe. Die Zeit vergeht schnell, und bald ist es wieder September. Dies ist mein zweites Jahr auf der Insel. Ich bin jetzt weniger traurig und habe meine Situation akzeptiert. Meine Tage sind ähnlich. Ich jage am Morgen, koche das Mittagessen, ruhe mich aus, wenn die Sonne stark ist, und arbeite am Abend. Das ist mein typischer Tag. Ich bringe meinem Papagei auch bei, seinen Namen zu sagen. Er heißt Paul. Ich bekomme ein Problem mit meinem Korn im November und Dezember. Die wilden Ziegen wollen die kleinen Pflanzen fressen. Ich will das Korn nicht verlieren, also baue ich schnell einen Zaun um das Kornfeld. Ich baue ein Tor in den Zaun und lasse meinen Hund nachts drinnen, um das Korn zu schützen. Bald sind die Pflanzen hoch, aber eine neue Gefahr taucht auf. Vögel beginnen, die Samen zu fressen. Ich schieße auf die Vögel, und sie fliegen weg. Ich muss jeden Tag auf das Feld aufpassen. Kapitel 16 Brot. Ich habe mein erstes Korn Ende Dezember, aber es ist nicht viel. Ich entscheide mich, alle Samen zu behalten, um sie später zu pflanzen. Ich brauche Töpfe für die Samen und beginne, auf der Insel nach Ton zu suchen. Ich finde Ton und versuche, einen Topf zu machen, aber es gelingt mir anfangs nicht. Ich versuche es immer wieder. Nach 2 Monaten Experimentieren mache ich 2 Töpfe. Ich lege die Töpfe in Körbe mit trockenem Gras drumherum zum Schutz. Ich mache weiterhin kleine Töpfe, und die Qualität wird immer besser. Ich mache auch lange, flache Töpfe, in die ich Meerwasser lege. Wenn das Wasser weg ist, habe ich Salz. Eines Tages finde ich ein zerbrochenes Stück Topf im Feuer. Das Feuer hat es hart wie Stein und rot gemacht. Ich bekomme eine Idee, ich nehme einen Topf und mache ein Feuer um ihn herum. Nach 2 Stunden ist der Topf sehr hart, und ich bin zufrieden mit dem Ergebnis. Ich brauche auch ein Werkzeug, um Mehl zu machen.
Ich benutze ein großes Stück hartes Holz und mache ein Loch hinein, in das ich die Samen lege. Dann benutze ich ein anderes Stück hartes Holz, um die Samen im Loch zu zerdrücken. Das Mehl liegt am Boden des Lochs. Jetzt will ich Brot backen. Ich mische das Mehl mit Wasser und lege das Brot zwischen zwei Steine in der Nähe des Feuers. Dies ist mein erstes Brot auf der Insel. Es ist nicht perfekt, aber ich mag es sehr, weil es mein erstes Brot seit langem ist. Ich denke daran, mit dem Kanu um die Insel zu reisen. Ich finde einen großen Baum und beginne, ein Kanu zu machen. Nach ein paar Tagen erkenne ich ein Problem: Wie soll ich das Kanu aus dem Wald zum Strand bringen? Es gibt einen kleinen Hügel zwischen dem Wald und dem Strand, und das Kanu ist zu schwer, um über den Hügel bewegt zu werden. Ich bin wirklich wütend und muss das Kanu im Wald lassen. Viele Tage Arbeit sind verschwendet. Ich verstehe, dass ich die Arbeit beim nächsten Mal besser planen muss. Kapitel 17 Das Kanu. Nach 3 Jahren auf der Insel sind meine Kleider sehr alt. Ich beginne, Tierhäute zu benutzen, um einen Hut und andere Kleidungsstücke zu machen. Ich brauche auch einen Regenschirm und versuche, einen aus Tierhäuten zu machen. Es ist am Anfang schwierig, aber am Ende gelingt es mir. Nach 3 Jahren bin ich ziemlich zufrieden. Ich habe alles, was ich zum Leben brauche. Mein Leben auf der Insel geht in den nächsten 5 Jahren weiter, und in dieser Zeit entscheide ich mich, ein neues Kanu zu bauen. Dieses Mal ist das Kanu kleiner, und es ist leichter, es zum Strand zu bringen. Das Kanu ist im Juni fertig. Ich bereite mich auf eine Reise um die Insel vor und lege Essen, Wasser und Waffen ins Kanu. Ich bin bereit für die Reise. Der Anfang der Reise ist schwierig. Ich bin in Gefahr, als ich um einige Felsen im Meer navigieren muss. Als ich versuche, zurück zum Land zu kehren, fühle ich eine starke Strömung, die mich von der Insel wegzieht. Die Situation ist schrecklich, und ich habe Angst. Ich kämpfe 2 Stunden lang gegen die Strömung und schaffe es schließlich, zurück zur Insel zu kommen. Jetzt weiß ich, dass ich stärker bin als die Strömungen um die Insel, und ich fühle mich gut und stark. Ich finde einen kleinen Fluss und fahre den Fluss hinauf, aber er wird bald zu eng. Felsen blockieren den Weg, also kann ich nicht weiterfahren. Ich lasse das Kanu zurück und erkunde diesen Teil der Insel. Bald finde ich den Weg zurück zu meinem Haus im Tal. Ich bin sehr müde nach der Reise und schlafe bald ein. Plötzlich höre ich eine Stimme, die meinen Namen sagt: Robinson, wo bist du? Zuerst habe ich Angst, aber dann sehe ich meinen Papagei Poi. Er sitzt auf dem Zaun und sagt die Worte in genau demselben Ton wie ich. Ich bin überrascht, ihn hier zu sehen, aber ich bin froh. Ich kehre mit dem Papagei nach Hause zurück und gehe nicht zum Kanu zurück. Ich mache ein Jahr lang keine solchen Ausflüge und bleibe meistens zu Hause. Ich mache mehrere Werkzeuge und Töpfe, und jetzt kann ich auch sehr schöne Körbe machen. Kapitel 18 Der Fußabdruck. Es sind 11 Jahre seit meinem ersten Tag auf der Insel vergangen. Eines Tages merke ich, dass ich wenig Pulver übrig habe, was mich beunruhigt, denn ich brauche Pulver zum Jagen. Meine erste Ziege ist jetzt sehr alt, und obwohl ich Fleisch will, kann ich sie nicht töten. Sie stirbt eines natürlichen Todes. Mit weniger Pulver muss ich eine andere Möglichkeit finden, Fleisch zu bekommen. Ich entscheide mich, eine Falle zu bauen. Nach mehreren misslungenen Versuchen fange ich 3 junge Ziegen, einen Bock und 2 Ziegen,
die ich mit nach Hause nehme. Ich halte die Ziegen in einem kleinen Bereich mit einem Zaun, aber nach und nach muss ich ein größeres Gebiet mit einem größeren Zaun bauen. Es dauert 3 Monate, den Zaun zu bauen, aber das Gebiet ist schön mit viel Gras und Wasser für die Ziegen. Nach einiger Zeit werden die jungen Ziegen ruhig, und sie fressen aus meiner Hand. Nach 2 Jahren habe ich 12 Ziegen, und nach 3 Jahren habe ich mehr als 20. Jetzt habe ich viel Milch und Fleisch. Ich experimentiere und schaffe es schließlich, Käse und Butter herzustellen. Mein Tisch ist voll, und ich habe viele Tiere um mich herum, meinen alten Hund, Ziegen und meinen Papagei. Aber ich vermisse immer noch jemanden, mit dem ich reden kann. Eines Tages gehe ich in das Gebiet mit der starken Strömung und denke darüber nach, wie seltsam ich aussehe. Ich trage einen großen Hut, eine kurze Jacke und kurze Hosen, alles aus Tierhäuten gemacht. Ich habe keine Socken oder Schuhe, nur Ziegenhäute um die Füße. Ich trage 2 Gürtel, einen für die Pistole und das Messer, und einen für das Pulver. Ich trage auch einen Korb auf dem Rücken und einen Regenschirm über dem Kopf. Mein Bart ist sehr lang, und ich sehe, dass ich nach 11 Jahren auf der Insel kein typischer Engländer mehr bin. Ich bin eine andere Person. Eines Tages, als ich am Strand entlang gehe, um mein Kanu zu überprüfen, sehe ich etwas Überraschendes, einen Fußabdruck im Sand. Ich sehe mich um, aber sehe niemanden. Ich bekomme Angst und renne nach Hause. Ich habe solche Angst, dass es schwierig ist, in der Nacht zu schlafen. Ich denke, vielleicht ist es nur meine Fantasie, oder vielleicht ist es mein eigener Fußabdruck. Nach diesem Gedanken fühle ich mich besser und entscheide, zurückzugehen und den Fußabdruck noch einmal zu überprüfen. Kapitel 19 Die Kannibalen. Als ich zu dem Fußabdruck komme, sehe ich, dass er viel größer ist als mein eigener Fuß. Es ist unmöglich, dass er von mir stammt. Ich bekomme wieder Angst und beginne, in Panik zu geraten. Ich will meine Maisfelder und das Haus im Tal zerstören, um all meine Aktivitäten auf der Insel zu verbergen. Ich habe solche Angst, dass ich die ganze Nacht nicht schlafen kann, aber schließlich schlafe ich am Morgen ein wenig ein. Als ich aufwache, ist mein Kopf klar. Ich erkenne, dass es nicht so seltsam ist, dass Menschen auf den umliegenden Inseln leben. Ich denke, vielleicht war dies ihr erster und letzter Besuch hier, dieser Gedanke lässt mich besser fühlen. Aber ich entscheide, etwas zu tun, um mich zu schützen, falls sie zurückkommen. Im nächsten Monat baue ich einen neuen Zaun um mein Haus, mit Löchern im Zaun, damit ich durch sie schießen kann, falls ich angegriffen werde. Jetzt ist mein Haus sehr gut geschützt, und niemand kann leicht zu mir kommen. Ich mache mir auch Sorgen um meine Ziegen, also teile ich sie in 2 Gruppen und baue einen kleineren Zaun in einem anderen Teil der Insel. Es dauert viel Zeit, aber jetzt sind meine Tiere sicher. Nach 16 Jahren auf der Insel passiert etwas sehr Trauriges, mein Hund stirbt. Ich weine 3 Tage lang, und es ist mein schlimmster Tag auf der Insel. Zum Glück habe ich meine Ziegen, und ich erzähle ihnen, wie traurig ich bin. Obwohl sie meine Worte nicht verstehen, fühle ich, dass sie mich und meine Gefühle verstehen. Sie sind ungewöhnlich ruhig und still. Es sind jetzt 2 Jahre vergangen, seit ich den Fußabdruck am Strand gesehen habe. Eines Tages, als ich am Strand entlang gehe, sehe ich ein Kanu weit draußen auf dem Meer. Ich bin mir nicht sicher, also gehe ich weiter, aber dann sehe ich etwas, das mich schockiert. Der Strand ist voller Teile von Menschenkörpern.
Ich sehe überall Köpfe, Hände, Füße, Finger und Zähne, und es gibt eine schwarze Stelle, wo ein Feuer gewesen ist. Ich bin sowohl wütend als auch ängstlich, und es ist schrecklich, das zu sehen. Ich gehe nach Hause und denke darüber nach, was ich tun soll. Ich kann nicht mit meinem Kanu aufs Meer hinausfahren, ich habe keine Chance gegen eine Gruppe von Kannibalen. Ich kann auch keine Waffen benutzen, weil sie zu viel Lärm machen. Aber ich habe immer Waffen bei mir zum Schutz. Ich überlege, in der Zukunft einige Kannibalen zu töten und ihre Gefangenen zu retten. Ich suche nach einem Ort in der Nähe des Strandes, wo ich mich verstecken und mich auf einen Angriff vorbereiten kann, aber dann ändere ich meine Meinung. Ich denke, dass es nicht richtig ist, sie anzugreifen. Ich kenne diese Menschen nicht, und sie haben mich nicht angegriffen. Vielleicht ist es nicht richtig, sie zuerst anzugreifen. Am Ende entscheide ich mich, nur dann anzugreifen, wenn sie mich zuerst angreifen. Kapitel 20 Die Höhle. Ich verberge meine Aktivitäten auf der Insel und bin sehr vorsichtig. Ich versuche, nicht viel Lärm zu machen. Ich mache mir Sorgen, wenn ich Feuer mache, aber ich brauche es zum Kochen. Wenn ich ein Feuer mache, versuche ich, so wenig Rauch wie möglich zu erzeugen, da Rauch von weitem gesehen werden kann. Eines Tages entdecke ich eine kleine Höhle im Wald, nahe dem Strand. Ich gehe hinein, und als sich meine Augen an die Dunkelheit gewöhnen, sehe ich zwei Augen, die mich anstarren. Ich springe aus der Höhle, voller Angst. Ich warte, aber nichts passiert. Ich gehe langsam zurück zum Eingang und höre zu. Ich höre etwas. Es klingt wie ein verletztes Tier. Ich nehme mein Gewehr mit und gehe vorsichtig wieder hinein. Als ich deutlicher sehen kann, sehe ich eine alte Ziege, die in der Höhle im Sterben liegt. Am nächsten Tag kehre ich zur Höhle zurück und finde die Ziege tot. Ich sehe mich um und entdecke, dass der Ort sehr sicher ist. Es ist ein guter Ort, um sich nahe dem Strand zu verstecken, also bringe ich einige Waffen und etwas Pulver dorthin. Es sind jetzt 23 Jahre seit meinem ersten Tag auf der Insel vergangen. Ich lebe jetzt bequem. Ich habe viele Tiere um mich herum. Col, mein Papagei, wiederholt meinen Namen und andere Wörter sehr schön. Ich habe 2 weitere Papageien, denen ich beibringe, meinen Namen zu sagen. Ich habe auch mehr als 30 Ziegen. Eines Morgens, auf dem Weg zu meinen Feldern, sehe ich Feuer am Strand. Ich renne schnell zurück zu meinem Haus und mache alle meine Waffen bereit. Ich nehme mein Teleskop und gehe näher zum Strand, wo ich mich hinter einem Baum verstecke und beobachte, was passiert. Ich sehe 9 nackte Menschen mit 2 Kanus. Sie sind dabei, abzureisen. Nachdem sie gegangen sind, gehe ich zum Strand, der wieder voller Blut und Knochen ist. Ich werde wieder wütend und entscheide, dass ich sie töten werde, wenn sie zurückkommen. Aber sie kommen lange Zeit nicht zurück. Eines Abends, nach einem großen Sturm, passiert etwas Seltsames. Ich höre einen Gewehrschuss draußen auf dem Meer. Ich gehe zum Strand und sehe ein Licht weit draußen auf dem Meer. Das Licht kommt von einem Schiff, das in Gefahr ist und um Hilfe bittet. Ich bringe viel trockenes Holz mit und mache ein großes Feuer am Strand. Die Männer auf dem Schiff sehen wahrscheinlich das Feuer, denn sie schießen wieder. Ich denke, ich kann heute Nacht mit jemandem sprechen. Das ist fantastisch. Ich halte das Feuer bis Mitternacht am Brennen, aber niemand kommt zum Strand. Es ist sehr seltsam, und ich verstehe es nicht.
Ich denke, wo sind die Männer vom Schiff? Kapitel 21. Die Besucher. Am nächsten Morgen sehe ich das Schiff, das weit vom Strand entfernt anhält. Das Schiff sieht leer aus, und ich verstehe es nicht. Ich erwarte, dass Leute vom Schiff kommen, denn ich vermisse es wirklich, mit jemandem zu sprechen. Ich nehme mein Kanu und fahre zum Schiff, um zu sehen, ob jemand lebt. Das Schiff sieht spanisch aus und ist völlig zerstört. Als ich näher komme, sehe ich einen Hund, der sehr glücklich ist, als er mich sieht. Ich gebe ihm Brot und Wasser. Er ist hungrig und durstig. Ich finde keine Menschen auf dem Schiff. Wo sind die Leute vom Schiff, denke ich. Es ist ein Rätsel. Das Schiff hat viele Kisten mit verschiedenen Dingen, aber die meisten sind zu schwer für mein Kanu. Ich finde Waffen und Pulver, die ich mitnehme, zusammen mit einigen anderen nützlichen Dingen. Am Abend kehre ich mit einigen kleinen Kisten auf die Insel zurück. Ich habe neue Hemden, sowie Gold, Silber und viel Pulver. Pulver ist wichtig für mich, denn auf der Insel ist es nützlicher als Geld oder Gold. Ich finde auch 2 Paar Schuhe, die ich wirklich brauche, und nehme sie mit. Ich lege all meine Sachen in die Höhle. Ich mache 5 Fahrten zum Schiff und bringe alles mit, was für mich nützlich ist. Danach verstecke ich das Kanu. Alles kehrt zur Normalität zurück. Die Zeit vergeht schnell, und ich denke oft an die Männer vom Schiff und die Kannibalen am Strand. Eines Nachts im März habe ich einen interessanten Traum. In meinem Traum sehe ich 2 Kanus mit Kannibalen, die zum Strand kommen. Einer ihrer Gefangenen entkommt, und ich rette ihn. Er wird mein Freund und hilft mir durch die gefährlichen Gewässer um die Insel. Ich wache auf, aber der Traum bleibt in meinen Gedanken. Ich glaube, dass es möglich sein könnte, die Insel zu verlassen, wenn mir jemand hilft. Ich beschließe, den Strand mehr zu überwachen, und 2 Jahre lang gehe ich jeden Tag am Strand entlang, in der Hoffnung, die Kanus zu sehen. Mein Wunsch wird eines Nachmittags wahr. Ich sehe 5 Kanus mit über 30 Männern am Strand. Ich kann nicht so viele angreifen, also muss ich warten. Die Besucher machen ein Feuer und tanzen darum. Ich sehe auch 2 gefesselte Männer, die Gefangene sind. Nach einer Weile bringen die Kannibalen einen der Gefangenen zum Feuer und töten ihn. Sie bemalen ihre Körper mit seinem Blut. Es sieht aus wie ein Theater, aber es ist real. Es ist schrecklich, aber ich kann nichts tun, es sind zu viele von ihnen. Der andere Gefangene wartet zur Seite. Als die Kannibalen nicht hinschauen, rennt er auf mich zu. 2 Kannibalen jagen ihn. Ich sehe, dass dies der Moment ist, ihn zu retten. Ich bereite 2 Waffen vor und warte hinter einem Baum. Kapitel 22. Alfred. Der Gefangene läuft direkt auf meinen Baum zu, aber sieht mich nicht. Ich bewege mich nicht. Dann läuft er an mir vorbei, und als der erste Kannibale näher kommt, springe ich hervor. Ich schieße ihn nieder. Der zweite Kannibale sieht das und versucht, einen Pfeil auf mich zu schießen, aber ich muss auch ihn erschießen. Der Gefangene bleibt stehen, als er die Schüsse hört. Er hat Angst. Ich lächle ihn an und zeige ihm, dass es sicher ist, näher zu kommen. Er kniet nieder, legt den Kopf auf den Boden, nimmt meinen Fuß und legt ihn auf seinen Kopf. Ich zeige ihm, dass er aufstehen kann. Er steht auf, schaut sich die toten Kannibalen an und untersucht ihre Körper. Wahrscheinlich kann er nicht verstehen, wie sie gestorben sind.
Er nimmt die Pfeile von den toten Männern. Wir verstecken die Leichen im Wald und gehen in den tieferen Teil des Waldes. Ich nehme den Mann mit in meine geheime Höhle. Ich gebe ihm Brot, Fleisch und Wasser. Er ist sehr müde und schläft sofort ein. Ich sehe, dass er jung, schlank, aber stark ist, und schätze, dass er etwa 25 Jahre alt ist. Er hat langes, schwarzes Haar, dunkle Haut und ein freundliches Gesicht. 3 Stunden später kommt er aus der Höhle, und ich sehe, wie glücklich er ist, am Leben und in Sicherheit zu sein. Ich spreche mit ihm und gebe ihm den Namen Alfred. Ich bringe ihm Ja und Nein bei. Wir bleiben in der Höhle über Nacht. Am nächsten Tag sehen wir, dass die Kanus weg sind, und wir sind allein auf der Insel. Alfred will die Leichen der Kannibalen essen, aber ich werde wütend und zeige ihm, dass es falsch ist. Jetzt verstehe ich, dass Alfred auch ein Kannibale ist. Wir begraben die Kannibalen und gehen zum Strand, der voller Menschenknochen und Blut ist. Wir sammeln alle Körperteile und machen ein großes Feuer, um sie zu verbrennen. Ich baue ein kleines Zelt für Alfred zwischen den 2 Zäunen um mein Haus. Ich habe ein wenig Angst, denn ich weiß nicht, ob Alfred mir schaden könnte. Nach einiger Zeit erkenne ich, dass ich keine Angst haben muss. Alfred ist ein guter Mann, wie ein Sohn für mich, und ich bin wie ein Vater für ihn. Ich bin sehr glücklich, Alfred auf der Insel zu haben. Ich beginne, ihm alles beizubringen, was er über das Leben als Europäer wissen muss. Zuerst bringe ich ihm einige neue Wörter bei, wie Hallo, Hi, Tschüss und Danke. Es ist am Anfang nicht leicht, aber ich bin geduldig und froh, jemanden zum Reden zu haben. Kapitel 23 Gespräch. Ich bin froh, dass Alfred auf der Insel ist, und ich möchte ihm zeigen, was ich esse. Ich schieße eine junge Ziege, aber Alfred hat Angst vor dem Gewehr. Er versteht nicht, wie so etwas Kleines eine Ziege töten kann und will das Gewehr nicht anfassen. Wir machen eine Suppe, und Alfred holt einige Kräuter aus dem Wald. Die Kräuter erinnern an Pfeffer und geben der Suppe einen wunderbaren Geschmack. Am nächsten Tag machen wir Ziegenfleisch mit Soße, und Alfred holt wieder Kräuter und Pflanzen, die die Soße gut machen. Wir machen einen schönen Salat aus den Pflanzen. Ich bringe Alfred bei, Mais zuzubereiten und Brot zu backen, und bald kann er sehr gutes Brot backen. Wir erweitern unser Feld, um mehr Mais anzubauen, und Alfred hilft mir bei allen Aktivitäten. Alfred ist auch gut im Fischen. Unsere Zusammenarbeit ist wirklich fantastisch, und wir sind ein gutes Team. Ich möchte Alfred Englisch beibringen und möchte das schnell machen. Ich nehme die Rolle des Lehrers sehr ernst. Ich spreche langsam, in der Gegenwart, mit einfachen Wörtern und kurzen Sätzen. Alfred versteht mehr, und wir sprechen über viele Themen. Wenn Alfred etwas nicht versteht, zeige ich darauf oder erkläre das Wort. Wenn das nicht hilft, zeichne ich in den Sand. Bald beginnt Alfred, viele Sätze zu verstehen und selbst einige Wörter zu benutzen. Seine Aussprache ist anfangs schlecht, aber das stört mich nicht, ich bin froh, jemanden zum Reden zu haben. Alfred ist ein guter Schüler und lernt schnell. Bald kann er einige Wörter wie ein Engländer sagen, was mich sehr glücklich macht. Ich sehe, dass Alfred oft laut wiederholt, was ich sage, was ihm hilft, schneller zu lernen. Ich denke, eine Sprache zu lernen ist ziemlich einfach. Du musst nur kopieren, was du hörst, und Bilder verwenden, wenn du etwas nicht verstehst.
Alfred lernt schnell, und nach einigen Monaten können wir gute Gespräche führen. Alfred mag meine Werkzeuge, besonders das Teleskop. Er nimmt es oft mit auf einen Hügel, um sich umzusehen. Eines Tages sprechen wir über Alfreds Volk und warum sie Feinde haben. Er erzählt, dass es Krieg zwischen zwei Gruppen gibt und dass sie niemals Frieden haben. Alfred erzählt, dass sie Menschenfleisch essen und Rituale durchführen, wenn sie ihre Feinde fangen. Er erzählt mir auch vom Meer und den Strömungen im Wasser, und dank Alfred lerne ich mehr über die Geschichte, Kultur und Traditionen seines Volkes. Kapitel 24 Messer. Ich erzähle Alfred meine Geschichte und beschreibe ihm England und Europa. Ich erzähle von unseren Städten, Schulen, Schiffen und Reisen und dass Bildung in Europa wichtig ist. Das ist alles neu für ihn. Als ich das Gefühl habe, ihm genug vertrauen zu können, zeige ich ihm, wie Pulver funktioniert, und bringe ihm bei, eine Pistole zu benutzen. Ich gebe ihm ein Messer und einen Gürtel, was ihn sehr glücklich macht. Er erzählt mir, dass es nicht das erste Mal ist, dass er so ein Messer sieht, und sagt, dass weiße Männer bei seinem Volk leben. Er zählt 17 Europäer. Ich glaube, dass diese Männer die Seeleute des spanischen Schiffes sein könnten, und ich bin froh zu hören, dass einige Europäer in der Nähe meiner Insel leben. Am nächsten Tag machen wir einen kleinen Ausflug um die Insel. Ich zeige Alfred das Kreuz, an dem ich die Tage markiere. Während des Ausflugs sagt Alfred, wenn wir ein Kanu bauen, können wir zu meiner Insel fahren. Ich zeige ihm mein Kanu, aber er sagt, es sei zu klein für 2 Personen. Wir beginnen, ein größeres Kanu zu bauen. Es dauert einen Monat, es zu bauen, und 2 Tage, es zum Strand zu bringen. Am Tag, bevor wir abreisen sollen, geht Alfred zum Strand und kommt sehr schnell zurück, erschrocken, weil er 3 Kanus dort sieht. Er glaubt, dass die Kannibalen hier sind, um ihn zu finden. Ich sage zu ihm, mach dir keine Sorgen. Wir sind stark. Lass uns abwarten und sehen. Wir nehmen 15 Gewehre mit uns und gehen auf einen Hügel. Wir sehen 14 Kannibalen, 2 Gefangene und 3 Kanus am Strand. Sie halten in der Nähe des Waldes an, was es uns leichter macht, sie anzugreifen und die Gefangenen zu retten. Wir gehen leise durch den Wald. Ich denke über mein Recht nach, sie zu töten, und entscheide, nur anzugreifen, wenn es nötig ist. Kapitel 25 Vater. Als wir uns dem Strand nähern, sehen wir, dass die Kannibalen um das Feuer sitzen. Sie beginnen, den ersten Gefangenen zu essen. Der zweite Gefangene, der Europäer ist, lebt noch. Die Kannibalen wollen auch ihn essen, also entscheide ich mich, ihn zu retten, wenn es möglich ist. Wir kommen näher, bleiben aber hinter den Bäumen versteckt. 12 Kannibalen sitzen noch am Feuer, und 2 von ihnen gehen auf den weißen Mann zu. Ich bereite meine Waffen vor und bitte Alfred, dasselbe zu tun. Wir schießen schnell mit 6 Waffen, töten 3 Kannibalen und verletzen 2 schwer. Die anderen Kannibalen springen auf, aber sie wissen nicht, woher die Gefahr kommt. Einige rennen zu den Kanus, während andere am Strand bleiben. Wir schießen weiter und treffen 3 weitere Kannibalen. Dann rennen wir laut rufend zum Strand. Alfred erschießt einen weiteren Kannibalen in der Nähe des Gefangenen. Ich befreie den europäischen Gefangenen, der etwas auf Spanisch zu mir sagt. Ich gebe ihm eine Pistole. Er ist schwach, aber er kann schießen.
Die Kannibalen sind schockiert von unserem schnellen Angriff und haben Angst vor unseren ungewöhnlichen Waffen. Nur 2 Kannibalen versuchen, gegen uns zu kämpfen. Wir erschießen sie. Alfred kämpft gut und tötet schnell einen verwundeten Kannibalen. Der andere rennt in den Wald, aber Alfred folgt ihm und tötet ihn mit seinem Messer. 3 Kannibalen schaffen es zu entkommen. Sie springen in ihr Kanu und fahren davon. Alfred schießt auf sie, verfehlt aber. Wir wollen ihnen in einem anderen Kanu folgen, aber wir finden einen Mann am Boden des Kanus. Er ist mit einem Seil um den Hals gefesselt und leidet große Schmerzen. Ich schneide das Seil schnell durch. Als Alfred den Mann sieht, beginnt er zu weinen, dann zu lachen, und schließlich umarmt er ihn. Alfred beginnt, um den Mann herumzutanzen, während er gleichzeitig weint und lacht. Als seine Emotionen sich beruhigen, erzählt Alfred mir, dass der Mann sein Vater ist. Ich bekomme Tränen in den Augen, als ich Alfreds Liebe zu seinem Vater sehe. Dieses glückliche Ereignis verzögert uns, und die Kannibalen sind bereits weg. Alfred massiert die Hände und Füße seines Vaters, um die Blutzirkulation zu verbessern, und bald fühlt sich sein Vater viel besser. Plötzlich rennt Alfred in den Wald und kommt mit einer Flasche frischem Wasser zurück. Er gibt seinem Vater Wasser, der extrem durstig ist. Danach gibt Alfred den Rest des Wassers dem spanischen Mann, der auch sehr schwach ist und mir viele Male dankt. Alfred massiert auch die Füße des Spaniers, was ihm hilft, sich besser zu fühlen. Dann wollen wir dem Spanier helfen, ins Kanu zu kommen, aber Alfred, der stark und jung ist, nimmt ihn auf den Rücken und trägt ihn zum Kanu. Er legt den Spanier vorsichtig ins Kanu. Kapitel 26 Abendessen. Als der spanische Mann im Kanu ist, springt Alfred heraus und schiebt das Kanu am Strand entlang. Bald erreichen wir den Ort in der Nähe unseres Hauses. Alfred hilft unseren neuen Gästen aus dem Kanu, aber sie können nicht gehen, also müssen wir sie nach Hause tragen. Wir haben ein Problem, als wir das Haus erreichen. Alfreds Vater und der spanische Mann können nicht über den Zaun kommen. Ich überlege, sie hinüberzuziehen, aber da die Kannibalen weg sind und keine Gefahr mehr besteht, können wir draußen vor dem Zaun bleiben. Wir bauen ein Zelt für sie außerhalb des Zauns und bereiten weiche Betten vor. Als wir damit fertig sind, beginne ich, das Abendessen zuzubereiten. Alfred bringt Fisch, und wir bereiten ihn schnell zu. Wir essen zusammen im Zelt zu Abend, und Alfred übersetzt für mich, da der spanische Mann Alfreds Sprache sprechen kann. Nach dem Abendessen geht Alfred zurück zum Strand und holt alle Waffen. Am nächsten Tag begraben wir die Leichen der Kannibalen, was viel Zeit in Anspruch nimmt. Am nächsten Morgen spreche ich mit Alfreds Vater und frage, was er über die Kannibalen denkt. Ich frage, können sie zurückkommen und uns angreifen? Er sagt, nein, sie haben Angst vor unseren Waffen. Sie glauben, dass du und Alfred Geister seid, die vom Himmel geschickt wurden. Obwohl ich mir weiterhin Sorgen um die Kannibalen mache, kommen sie nie zurück. Als unsere Gäste stark genug sind, beginne ich wieder über eine Seereise nachzudenken. Ich frage den spanischen Mann, warum er auf diesen Inseln ist. Er sagt, dass er von dem spanischen Schiff stammt und dass es 16 Europäer auf Alfreds Insel gibt. Sie wollen nach Hause, aber sie können kein Schiff bauen, weil sie keine Werkzeuge haben. Ich zeige ihm die Werkzeuge, die ich vom Schiff habe, und er sagt, dass es mit diesen Werkzeugen möglich ist, ein Schiff zu bauen. Ich denke,
dass Alfreds Vater und der spanische Mann zurück auf ihre Insel fahren und die anderen Europäer holen könnten, damit wir gemeinsam ein Schiff bauen können. Aber der spanische Mann schlägt vor, dass wir noch etwas warten. Er sagt, dass es nicht genug Essen für 16 weitere Männer gibt, also brauchen wir mehr Nahrung, bevor wir mit dem Bau beginnen. Mit ihrer Hilfe erweitern wir den Zaun und die Felder. Wir fangen mehr Ziegen und haben jetzt 50 Ziegen. Wir trocknen Obst und bereiten Materialien für das Schiff vor. Ich wähle einige Bäume aus und zeige, wie sie geschnitten werden sollen. Der spanische Mann macht Körbe 3-mal schneller als ich. Er bringt mir seine Technik bei. Kapitel 27 Engländer. Wir legen alle Lebensmittel in die Höhle, und der spanische Mann und Alfreds Vater fahren zurück, um die anderen Männer zu holen. Wir geben ihnen Nahrung und 4 Waffen, falls die Kannibalen sie wieder angreifen. Sie nehmen das Kanu und fahren los. 2 Tage später weckt mich Alfred um 6 Uhr morgens. Er sagt, dass ein Boot auf dem Meer ist. Ich gehe auf den nächstgelegenen Hügel und sehe das Boot. Es ist klar, dass diese Leute nicht von Alfreds Insel kommen. Ich sehe auch ein Schiff, und ich erkenne die Form, es ist ein englisches Schiff. Ich bin verwirrt. Ich bin froh, nach 27 Jahren Engländer zu sehen, aber ich bin auch besorgt. Die Insel liegt nicht in der Nähe der Routen englischer Schiffe, und gestern gab es keinen Sturm. Ich frage mich, warum sie hier sind. Vielleicht sind es Piraten. Alfred und ich bleiben im Wald und beobachten sie. Das Boot kommt zum Strand, und ich zähle 11 Männer. 3 Männer haben die Hände gefesselt. Die anderen 8 bringen sie zum Strand. 2 der Gefangenen sind ruhig, aber der 3. sieht ängstlich aus und versucht, etwas zu sagen. Alfred glaubt, dass die Engländer Menschen essen, aber ich erkläre ihm, dass sie nicht vorhaben, sie zu essen. Ich denke, sie werden die Gefangenen erschießen. Aber nach einer Weile sehe ich, dass dies nicht ihr Plan ist. Die Männer vom Boot beginnen, die Insel zu erkunden, und die 3 Gefangenen sitzen mit 2 Wachen am Strand. Als die Ebbe kommt, können sie das Boot erst bei der nächsten Flut bewegen, was uns einige Stunden gibt. Alfred und ich warten, bis es dunkel wird. Als die Wachen einschlafen, nähern wir uns den 3 Gefangenen. Ich spreche vorsichtig zu ihnen aus dem Wald. Sie können nicht glauben, dass jemand aus der Dunkelheit Englisch zu ihnen spricht. Einer der Männer fragt, was ist das, und ein anderer antwortet, ich höre einen Baum sprechen. Ich sage, mein Name ist Robinson Crusoe. Ich bin ein Engländer und lebe auf dieser Insel. Ich kann euch helfen, wenn ihr mir sagt, wer ihr seid. Nach dem Schock antwortet ein Mann, dass er der Kapitän des Schiffes ist. Nach einer Meuterei sind der Kapitän, sein Assistent und ein Passagier Gefangene. Der Kapitän sagt, dass nur 2 gefährliche Seeleute den Rest kontrollieren, und dass 80% der Besatzung ihm noch immer treu sind. Wenn die Anführer gefangen genommen werden, werden die anderen dem Kapitän wieder folgen. Kapitel 28 Kontrolle. Ich sage, ich kann euch helfen, aber ich habe eine Bedingung, ich will die volle Kontrolle über das Schiff haben, wenn wir es zurückerobern. Der Kapitän und die beiden anderen Gefangenen stimmen zu. Sie geben mir die volle Kontrolle über das Schiff und ihr Leben. Wir befreien die Gefangenen, geben ihnen Waffen und beginnen, den Angriff zu planen. Mitten im Gespräch sehen wir, dass die Wachen aufwachen und 3 andere Männer rufen,
die in ihrer Nähe sind. Wir erschießen die Wachen. Der Kapitän spricht mit den 3 anderen Männern und bittet sie, ihm treu zu sein und ihm zu helfen, das Schiff zurückzuerobern. Sie stimmen zu. Wir fesseln sie und lassen sie am Strand zurück. 3 andere Männer, die die Schüsse hören, kommen zurück und sehen, dass sich die Situation verändert hat. Wir sind 5 und haben viele Waffen, also entscheiden sie sich, dem Kapitän treu zu sein. Wir fesseln auch diese Männer. Wir verstecken die Gefangenen im Wald. Dann gehen der Kapitän und ich zurück zu meinem Haus, und ich erzähle ihm meine Geschichte. Er ist schockiert und dankbar für meine Hilfe. Sie sind hungrig, also nehme ich sie mit nach Hause und zeige ihnen alles, was ich auf der Insel gemacht habe. Sie sind überrascht von dem, was ich erreicht habe. Aber wir haben nicht viel Zeit zum Erkunden. Wir müssen planen, wie wir das Schiff zurückerobern, denn es sind 16 Männer an Bord und wir sind nur 5. Wir beschließen, das Boot zu leeren. Am Morgen hören wir einen Pistolenschuss vom Schiff, ein Signal. Das Schiff schickt ein weiteres Boot zum Strand. Wir sehen 8 Männer. Der Kapitän sagt, dass 6 Männer ihm treu sind, aber der Anführer der Meuterei ist unter ihnen. Der Kapitän glaubt, es wird schwierig, sie zu schlagen, aber ich sage, dass wir eine gute Chance haben. Wir müssen schnell handeln. Der Kapitän vertraut 2 der Gefangenen, die versprechen, auf unserer Seite zu kämpfen. Wir geben ihnen Waffen, und jetzt sind wir 7 Männer, die bereit zum Kampf sind. Als das Boot den Strand erreicht, springen die Männer heraus und ziehen das Boot an Land. Sie rufen nach ihren Freunden, aber niemand antwortet. Sie beginnen, das Boot wieder ins Wasser zu setzen, und der Kapitän hat Angst, dass sie zum Schiff zurückfahren wollen. Aber 10 Sekunden später ändern sie ihre Pläne. 3 Männer bleiben im Boot, während die anderen 5 losgehen, um nach ihren Freunden zu suchen. Kapitel 29 Plan. Wir beobachten weiter beide Gruppen. Die 5 Männer im Wald diskutieren, was sie tun sollen, aber sie kehren zum Strand zurück, ohne nach ihren Freunden zu suchen. Wir müssen schnell handeln. Ich habe einen Plan. Alfred und der Assistent gehen in die Mitte der Insel und rufen den Seeleuten zu. Die Seeleute folgen den Geräuschen und entfernen sich vom Strand. Unser Plan funktioniert gut, und die 5 Männer sind bald weit weg. Wir gehen zu den 3 Männern im Boot und erklären die Situation. Sie entscheiden sich, nicht gegen uns zu kämpfen, und werden unsere Gefangenen. Als Alfred und der Assistent zurückkehren, sind die Seeleute weit entfernt, und wir verstecken uns, während wir auf sie warten. Als sie zurückkommen, sind sie erschöpft. Zuerst gehen sie zum Boot und sind überrascht, dass die 3 Männer verschwunden sind. Sie rufen nach ihren Freunden, aber niemand antwortet. Der Anführer und 2 andere Männer gehen in Richtung des Waldes, wo wir uns verstecken. Der Kapitän und Alfred greifen sie an, als sie sich nähern. Der Anführer wird sofort getötet, ein anderer Mann wird verwundet, und der 3. läuft zurück zum Boot. Wir kommen aus dem Wald und rennen zum Boot. Der Kapitän befiehlt den Seeleuten, sich zu ergeben, und sie tun es schnell. Wir fesseln die Gefangenen, aber der Kapitän vertraut 3 Männern und fesselt sie nicht. Jetzt sind wir 10 Männer und beginnen zu planen, wie wir das Schiff zurückerobern sollen. Alfred und ich bleiben auf der Insel, um auf die Gefangenen aufzupassen. Der Kapitän und seine Männer nehmen das Boot und fahren zum Schiff,
verkleidet als Gefangene. Als sie an Bord kommen, zeigt der Kapitän sein Gesicht und der Angriff beginnt. Einige Seeleute werden verwundet, und ein Mann, der Anführer der Meuterei, wird getötet. Als das Schiff zurückerobert ist, hören wir 7 Schüsse, das Signal, dass das Schiff wieder unter der Kontrolle des Kapitäns ist. Ich bin so glücklich, dass ich anfange zu weinen. Nach 10 Minuten kann ich wieder sprechen, und der Kapitän gibt mir neue Kleider. Ich bin froh, nach so langer Zeit wieder Kleidung zu haben. Wir feiern den Sieg mit gutem Essen und Wein. Nach der Feier diskutieren wir, was wir mit den 5 Gefangenen machen sollen, denen der Kapitän nicht traut. Der Kapitän will sie nicht mit auf das Schiff nehmen, weil es zu gefährlich ist. Ich schlage vor, dass wir ihnen die Wahl lassen, ob sie auf der Insel bleiben oder in England dem Tod entgegensehen wollen. Sie entscheiden sich, auf der Insel zu bleiben, und wir setzen sie in die Höhle, die jetzt als Gefängnis dient. Ich sage ihnen, sie sollen auf weitere Befehle warten. Kapitel 30 Sohn. Ich brauche etwas Zeit, um mich auf die Reise vorzubereiten, aber ich erkenne, dass ich nicht viele Dinge mitnehmen muss. Ich nehme meinen Hund, meinen Papagei, mein Buch und ein paar Kleinigkeiten mit, sowie Geld, Gold und Silber von den Schiffen. Endlich sind sie nützlich. Ich treffe die Gefangenen wieder, zeige ihnen meinen Mais und meine Tiere und erzähle ihnen von der Insel, bevor ich an Bord des Schiffes gehe. Wir verlassen die Insel im Dezember 1686, 27 Jahre nachdem ich sie betreten habe. Zuerst reisen wir zu der Insel, auf der Alfreds Volk lebt. Die spanischen und portugiesischen Seeleute sind froh, uns und unser Schiff zu sehen, so dass wir kein neues Schiff für die Reise nach Europa bauen müssen. Mein Hund wird sehr glücklich, als er einen der spanischen Seeleute sieht, rennt zu ihm und springt auf ihn. Die tränenreiche Reaktion des spanischen Seemanns zeigt, dass es sein Hund ist, und es wird ein emotionales Wiedersehen. Die Seeleute bereiten sich auf die Reise über das Meer vor. Alfred muss entscheiden, ob er bei seinem Volk bleiben oder mit mir nach Europa reisen will. Nach reiflicher Überlegung entscheidet sich Alfred, mit mir nach Europa zu reisen, und wir beginnen die Reise. 2 Monate später, nach einer sicheren Reise über das Meer, kommen wir in London an, 35 Jahre nach meiner Abreise. London hat sich verändert, mit neuen Gebäuden, Straßen, Geschäften und Brücken, und die Leute haben neue Kleidung und Werkzeuge, die ich nicht kenne. Ich kehre nach York zurück, wo beide meiner Eltern gestorben sind, aber ich finde einige Verwandte, meine Schwester, meinen Onkel und meine Tante. Sie glauben, dass ich schon lange tot bin, also habe ich kein Recht auf das Geld oder Land der Familie, aber ich darf bei ihnen wohnen. England ist ein großer Schock für Alfred, besonders die Kälte im Februar mit Schnee und Eis. Für ihn ist es nicht logisch, warum wir unter solchen Bedingungen leben. Ich schicke einen Brief nach Brasilien, in der Hoffnung, mit den Leuten dort Kontakt aufzunehmen. Ich möchte wissen, ob meine Frau noch lebt und ob meine Plantage noch existiert. Im Mai bekomme ich einen Brief und einige Geschenke von meiner Frau. Sie schreibt nette Worte, aber sie erzählt, dass sie nach 10 Jahren ohne Nachricht von mir wieder geheiratet hat. Ihr neuer Ehemann ist vor 2 Jahren gestorben, und jetzt lebt sie ohne einen Mann. Der Vater meiner Frau schickt mir auch einen Brief über die Einnahmen und Ausgaben der Plantage, zusammen mit einigen schönen Geschenken, darunter Felle, Gold und Zucker. Meine Frau gibt mir eine große Überraschung: Ich habe einen Sohn, der 8 Monate nach meiner Abreise geboren wurde.
Er ist jetzt ein erwachsener Mann und möchte mich treffen. Ich bin überwältigt von Emotionen, ich weine und lache abwechselnd und weiß nicht, wie ich ruhig bleiben soll. Kapitel 31 Brasilien. Ich erwäge eine Reise nach Brasilien, um meine Frau, meinen Sohn und meine Plantage zu sehen. Ich plane, nur für einen kurzen Besuch zu reisen. Ich schicke meiner Frau Briefe mit schönen Geschenken und frage, ob ich sie besuchen kann. Sie antwortet, dass ich willkommen bin. Als wir in Brasilien ankommen, treffe ich meine Frau und meinen Sohn. Meine Frau hat sich verändert, ist aber immer noch schön, und mein Sohn ist ein großer und starker Mann, der die Familienplantagen verwaltet. Er spricht nur Portugiesisch und ein wenig Spanisch, und nach so vielen Jahren erinnere ich mich nur an ein paar Wörter. Aber nach und nach werde ich besser. Nach einem Monat kann ich fließend mit meiner Frau und meinem Sohn sprechen, und wir führen viele Gespräche. Auch Brasilien hat sich verändert. Die Leute haben neue Kleidung und größere Plantagen, und ich sehe, dass viele dort arbeiten. Wir bleiben 3 Monate in Brasilien, und ich erwäge, die Insel wieder zu besuchen. Alfred möchte die Insel auch gerne sehen. Mein Sohn möchte mitkommen, aber ich denke, es ist zu gefährlich. Schließlich planen wir die Reise zur Insel, und 2 Wochen später stechen wir in See. Als wir die Insel erreichen, treffen wir Alfreds Volk, das jetzt dort lebt. Ich frage nach den Gefangenen, aber sie wissen nicht, wo sie sind, vielleicht sind sie tot. Alfreds Leute sagen, dass sie keine Europäer essen, nur ihre Feinde von anderen Inseln. Ich bin erleichtert, das zu hören. Alfred findet eine Frau, die ihm gefällt, und er bittet mich um Erlaubnis, mit ihr auf der Insel zu bleiben. Ich gebe ihm meinen Segen. Ich respektiere Alfreds Entscheidung, seine eigene Familie zu gründen, und ich bin froh, ihn glücklich zu sehen. Mein Sohn und ich verbringen Zeit damit, die Insel und meine Lieblingsorte wie das Fruchttal zu erkunden. Nach 20 Tagen kommt das Schiff aus Havanna, um uns zurückzubringen. Wir verabschieden uns von Alfred und seinem Volk. Als wir die Insel verlassen, fühle ich eine seltsame Traurigkeit. Ich habe eine tiefe Verbindung zu diesem Ort, und mein Herz wird immer mit der Insel verbunden sein. Wenn dir das Video gefallen hat, lass einen Like da und abonniere den Kanal. Schreib gern einen Kommentar, ich freue mich drauf. Bis zum nächsten Mal.